Wir haben Whaley eingestellt und gegen dieses wunderschöne Hotel eingetauscht. Allerdings nicht als Gäste, sondern als Hotelier. Wieso wir plötzlich ein Hotel führen und wie es dazu kam, das erzählen wir euch heute. Viel Spaß! Vom Taklot-Alplan, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sind wir durch riesige Zuckerrohrplantagen gefahren. Wir durften mitten in der Erntezeit beobachten, wie gigantische Felder an Zuckerrohr abgebaut wurden und mit überfüllten, wirklich überfüllten Lastwagen zur nächsten Mühle gebracht wurden. Danach mussten wir leider nochmals nach Chiapas. So schön der Bundesstaat ist, der Umweg ist doch beträchtlich. Leider haben wir aber damals beim Motorradkauf nicht ganz alles berücksichtigt und müssen jetzt in den sauren Apfel beißen. Das Motorrad ist nämlich nicht auf uns eingelöst, geht nicht als Tourist. Und eine notarielle Beglaubigung haben wir leider nicht gemacht. Das haben wir jetzt nachgeholt. Wir sind von Notar zu Notar gerannt und haben nach langem Feilschen und hin und her einen gefunden, der vertrauenswürdig ist und das auch noch in unserer gewünschten Zeitfrist erledigt hat. Wir mussten natürlich dann trotzdem ein bisschen Druck machen und Good Cop, Bad Cop spielen, damit die Mañana Zeitlimite dann irgendwann doch erfüllt wurde. Damit haben wir die Papiere jetzt in der Hand und sollten die Grenzen in Zentral- und Südamerika hoffentlich problemlos überschreiten können. Ob das Motorbike mit nach Südamerika kommt, das werden wir in Panama entscheiden. Ja, nun sind wir aber nicht in Zentralamerika, sondern hier in Puerto Escondido. Weil wir kämpfen seit einiger Zeit mit der Reisemüdigkeit. Um ehrlich zu sein, vor allem ich. Man merkt dies, indem man plötzlich nicht mehr so viel Freude hat an dem, was wir eigentlich erleben dürfen. Wenn ein Beach einfach ist, dann merkt man, dass man nicht mehr das Richtige macht. Man kann sich irgendwie gar nicht mehr auf neue Sachen freuen. Man plant etwas, aber irgendwie fehlt die Vorfreude dazu. Eine Stadtbesichtigung kann schon fast anstrengend werden. Und dann ist der Moment, um was zu ändern. Und das haben wir auch gemacht, nachdem wir noch einige Male versucht haben, in diese Reisemüdigkeit in den Griff zu bekommen. Wir waren einige Wochen in Yucatan nochmals und wollten uns eine Pause gönnen, haben dort gekitet, viel gekitet, hat auch extremen Spaß gemacht, haben wir aber bemerkt, es reicht nicht. Wir müssen wirklich mal raus aus dem Camper. Ein Alltagsleben führen, ein bisschen mehr Platz haben und die Sorgen und Ängste des Lebens auf der Straße einfach mal beiseite legen. Weil es ist nicht zu unterschätzen, immer neue Schlafplätze zu suchen, immer Wasser zu füllen, immer alles bereit zu haben, um weiterzufahren. Muss der Urintank schon wieder geleert werden oder reicht es noch für einmal? Alles solche Kleinigkeiten. Es ist aber auch wichtig zu erwähnen, dass wir nicht Heimweh haben und unsere Reise abbrechen möchten. Nein, wir sind uns einig, dass wir weiterreisen wollen.
aber brauchen einfach eine Pause, um mal die ganzen Erlebnisse vom nordamerikanischen Kontinent auch zu verarbeiten. Wir haben verschiedene Optionen diskutiert. Eine war, wollen wir zurück in die Schweiz, Urlaub in der Schweiz machen. Eine zweite Option war, wollen wir einen Asienurlaub machen, unser Taucherleben genießen. Ja, verschiedene Optionen haben wir diskutiert. Und genau zu diesem Zeitpunkt schreiben uns Manuela und René an vom Hotelito Swiss Oasis, ob wir Lust haben, für 3 Monate ihr Hotel zu übernehmen. Das ist wirklich Reiseschicksal. Und wir dachten uns, ja, wieso eigentlich nicht? Ist die perfekte Gelegenheit, um ein Alltagsleben zu führen, was Spezielles zu erleben und wieder mal einen Kühlschrank zu haben. Und budgetfreundlich. Also haben wir zugesagt und relativ spontan 1600 Kilometer, glaube ich, ungefähr, nochmals dieselbe Route gefahren und sind wieder hier zurück in Puerto Escondido an der Pazifikküste angekommen. Und hier sind wir und zeigen euch jetzt, was wir die letzten 3 Monate gemacht haben. Seit fast 2 Monaten sind wir nun schon hier. Wir genießen unser Leben als Hoteliers und es ist wirklich eine coole Erfahrung, das mal machen zu dürfen. Wir haben eine klare Arbeitstrennung, während ich mich um die Gäste und um die Buchungen kümmere und ums Personal, ist Sandro verantwortlich fürs Einkaufen, Wäsche waschen und Sauberhalten der ganzen Anlage. Bisher hatten wir fast ausschließlich super nette Gäste. 95% sind extrem happy und mit den anderen 5% sind wir auch irgendwie zurechtgekommen. Unser Ziel war natürlich, die extrem hohe Bewertungsquote des Hotels auch hochzuhalten, was wir auch geschafft haben. Die Anlage ist ja auch ein Schmuckstück. Also der Name Hotelito Swiss Oasis trifft es wirklich auf den Punkt. Ein schöner Pool, Hängematten zum Relaxen, ein toller Garten mit eigenen Früchten, ein kleines Paradies. Die Arbeit allerdings hält sich doch eher in Grenzen. Es ist nicht so, dass wir uns hier überarbeiten. Mit 8 Zimmern ohne Restaurantbetrieb,
ist das Ganze überschaubar. Da sind wir manchmal sogar froh, haben wir die 4 Katzen, welche wir ja auch hüten und haben dadurch ein bisschen Beschäftigung. Ja, die 4 sind uns ziemlich ans Herz gewachsen und werden wir wohl auch vermissen. Nach 6 Wochen ist es heute mal wieder an der Zeit für ein bisschen Gartenarbeit. Nein, wir müssen das nicht selber machen, wir haben den Gärtner bestellt. Dieser kreuzt heute auf mit seinem Team und wird dafür sorgen, dass rund ums Haus wieder ein bisschen Ordnung herrscht. Unsere Palmen brauchen definitiv Liebe und Zuneigung und müssen geputzt werden. Und auch ansonsten ist einiges zu tun rund ums Hotel. Während 4 Wochen hatten wir Besuch aus der Schweiz von meiner Mama und einer guten Freundin. Da durfte ich auch das Touristenprogramm von Puerto Escondido ein bisschen miterleben und all die Strände besichtigen. Macht ja auch Sinn, weil wenn man den Gästen erklären soll, wo es schön ist und wo man vielleicht besser nicht hingeht, ja, sollte man es auch selber ein bisschen kennen. Also haben wir all die Strände abgeklappert und ja, den ein oder anderen Badetag genossen. Natürlich haben wir auch das Highlight, die Freilassung der kleinen Meeresschildkröten, besucht. Puerto Escondido ist aber vor allem eines, ein Surferparadies. Ja, bekannt als einer der besten Spots weltweit sogar, macht es ziemlich Spaß, hier den Surfen zuzuschauen. An der Playa Cicatella, wo wir 40 Meter davon entfernt sind die Wellen doch zum Teil ziemlich heftig. Also es braucht schon viel Mut, um sich da reinzustürzen. Und bei richtig hohen Wellen an den ganz großen Tagen, ja, da gehen auch viele Surfer nicht mehr rein, wo seit 20 Jahren auf dem Brett stehen. Da am Strand zu sitzen und zuzuschauen, ist definitiv ein Spektakel. Und auch ansonsten ist der Ort wirklich gemütlich, hat ein cooles Flair und viele Restaurants, Bars, wo man sich gemütlich die Zeit vertreiben kann. Der perfekte Ort, um eine längere Auszeit zu genießen.
Und so schnell vergeht die Zeit und die 3 Monate sind um. Ja, heute ziehen wir um in unser Zimmer unten und morgen sind wir dann wieder unterwegs und back on the road. Ja, wir freuen uns extrem, wieder unterwegs zu sein und Wayley wieder zu reanimieren. Die Reiselust ist definitiv zurückgekommen und das Ziel somit erreicht.